Irgendwo da unten liegt Kos, eine griechische Insel in der Ägäis. Kos kenne ich als ein Urlaubsidyll. Ich war schon oft da, mit einer Freundin zum Surfen. Das bin ich, Stefanie. Dieses Jahr fliege ich nicht als Urlauberin nach Kos, sondern als Journalistin. Denn ich will wissen, wie sich die Insel verändert hat. Seit letztem Sommer ist die Insel das rettende Ziel für tausende Flüchtlinge. Gleichzeitig ist Kos immer noch ein Ferienparadies. Die einen wollen ein besseres Leben, die anderen einen schönen Urlaub. Wie passt das zusammen? Thank you for flying with us and I wish you a nice day in Kos. Ah, wartest du schon lange? Na, Filemo? Hallo. Ja. Hallo. Ja, tut mir leid, der Flieger hatte Verspätung. Ja, macht ja nichts. Verstehst du? Jens lebt schon seit über 20 Jahren auf Kos. An der Südwestküste hat er eine Surfschule aufgemacht. Da habe ich ihn kennengelernt. Jens hat viele deutsche Gäste. Oh, ist der aber schwer. Weißt du, was nämlich krass war? Der Flieger ging nicht direkt aus Hamburg, sondern über Frankfurt, weil sie die Flüge zusammengelegt haben. Mhm. Aber ich habe jetzt mehrere Gäste, die mussten ihr Urlaub streichen, weil aus Norddeutschland keine Flieger mehr fliegen. Ich habe gerade letztens mit einem Kumpel gesprochen, der ist im großen Hotel. Und die meinten 40% weniger als letztes Jahr. Aber vielleicht kommt es ja noch, vielleicht buchen viele Last Minute. Werden wir ja sehen. Du sagst so richtig so wie so ein Inselgrieche, ich gucke, was auf mich zukommt. Ja, mehr kann ich ja nicht machen. Ne? Also keine Angst. Ja, Angst nicht unbedingt, aber schön ist es natürlich nicht. Guten Abend. Hallo. Na? Der erste Abend bei Babis, meinem Stammgriechen. Ihm gehört das Restaurant. Wie fast alle Bewohner von Kos leben er und seine Familie vom Tourismus. Aber viele Urlauber haben die Bilder von den Flüchtlingen verstört, erzählt Jens. Obwohl auf Kos im Frühjahr ein Hotspot, also ein Lager für die Flüchtlinge, so weit wie möglich von den Touristenzentren gebaut wurde, bleiben die Gäste aus. Auch bei Babis. Schön, Madame. Danke. Aber hier so ein riesiges Ding. Schön. Dankeschön. Das ist mit Eis. Dann Yamas. Jamas. Prost. Prost. Also lecker. Yamas. Schön in die Augen Yamas. schauen. Auf unsere Gesundheit, ja. Aber heute Abend war heute Abend viel los? Nein, ist wenig, sehr wenig. Ein Tisch, ja. Bitte? Ein Tisch am Abend wird nicht reichen. Aber wenn ich noch 2 Uso trinke, dann sehe ich das als 10 Tischen dann, ja? Das war ein Scherz. Wie ist denn das mit den Protesten da im Februar, ne? Da waren doch hier Proteste auf der Insel, oder? Ja. Gegen den Hotspot. Ja. Wie habt ihr das gesehen? Ich war selbst da, um ehrlich zu sein, weil warum soll so eine schöne Insel wie Kos, der 4. Ziel Tourismus von Griechenland, warum sollen wir da Hotspot machen? Und es gibt viele, viele Orte von Griechenland, die kein Tourismus da ist. Und warum nicht da und ausgerechnet Tourismus kaputt zu machen? Und wenn wir keine Geschäfte haben, dann können wir vielleicht im Winter nicht über den Winter kommen. Dann müssen wir da mehr züchten. Schweine züchten, Ziege züchten, Milch machen, selber pflanzen, damit wir über den Winter kommen. Ja? Das ist jetzt Spaß. Nein, das ist ernst. Das ist ernst. Das ist sehr ernst. Selbstversorger. Das ist Das sehr wird hier schon Ja, die meisten haben ja Land. Ja. Es fühlt sich hier anders an als im letzten Jahr. Ich bin im selben Hotel, in dem ich immer war. Es ist alles wie immer und trotzdem nichts wie früher. Solche Bilder habe ich schon 1000-mal gesehen, zu Hause. Sie zeigen ein anderes Kos als das ich kenne. Kos ist an der nördlichen Spitze nur knapp 4 Kilometer von der türkischen Küste entfernt. Von dort versuchen die meisten Flüchtlinge nach Kos zu kommen. Mit ihnen die Hoffnung auf ein sicheres und besseres Leben in Europa. Viele sind bei dem Versuch ertrunken.
Meine erste Nacht auf Kos war schlaflos. Die Bilder in meinem Kopf passen nicht mehr zusammen. Die Bilder von Kindern in Rettungswesten und die Bilder vom Strandurlaub. Als ich im letzten Jahr im Linienbus nach Kos Stadt saß, war der rappelvoll. Sonnencreme in der Luft, aus allen Fenstern wurde geknipst. Nicht weit von hier, in Kos Stadt, strandeten damals täglich hunderte Flüchtlinge. Jetzt ist das Zentrum Urlaubskulisse ohne Urlauber. Läden ohne Kunden, Restaurants ohne Gäste. Dafür klebt das Trauma überall, unverarbeitet. Meine Apartments die liegen ungefähr 50 Meter von der Strand. Nördlichste Seite des Insels, der Strand und das Wasser ist nicht so tief. Wie nennt man das? Ist nicht tief, flach, bravo. Man kann reingehen, ungefähr 500 Meter rein und ist ungefähr 1 Meter hoch. Da sind viele Boote da gelandet. Aber wenn viele Wellen sind, das ist gefährlich. Da geben die um. Obwohl flach ist, die Leute haben Angst und dann werden die ertrunken. Ein Abend war ich da, habe ich so Schreien gehört, dann bin ich da hingelaufen. Ich habe mich ausgezogen, also mit den Hunden, ist egal. Haben Sie die gerettet? So, Entschuldige. Haben Sie da schlimme Bilder gesehen? Ich habe 4 Frauen mit 8 Kindern gerettet. Die haben direkt im Busch. Das ist gut. Immer wieder ertrinken Menschen bei dem Versuch, auf die Insel zu kommen. Wie viele genau, weiß niemand. Es ist absurd. Kos sieht immer noch aus wie eine Postkarte. Aber draußen das Meer ist zum Friedhof geworden. Einen Sommer später. Keine erschöpften Menschen mehr an den Stränden. Die Zelte an der Uferpromenade sind weg. Die letzten Überreste der Flüchtlingsboote werden gerade aus dem Hafenbecken gefischt. Kos räumt auf. Hello, sorry, I have a question. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ist das letzte Flüchtlingsboot? Ja, in einer Nacht war das Wetter sehr schlecht und alles zerbrach und ist gesunken. Okay. Also ist das hier der Rest? Ja. Ist da immer noch was im Becken drin? Nein. Wir haben gerade alles rausgeholt. Ist das eine Rettungsweste? Ja, aber die meisten Rettungswesten sind Schrott. Das ist Schrott. Die tun da alle möglichen Sachen rein. Müll, Papier, irgendwas. Das ist das erste Mal, dass das für mich real wird. Normalerweise sehe ich die immer nur im Fernsehen in Deutschland. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Menschen darin gestorben sind, in diesen Rettungswesten. Wir haben damals regelmäßig 120 bis 150 von ihnen Tag für Tag aufgelesen. Und dann haben wir sie hier hingebracht. Also arbeiten Sie für... Ja, für die Fähre hier. Ich bin Crewmitglied. Okay. Sind Sie froh, dass es vorbei ist? Nein, ich bin nicht froh. Wie kann man froh sein, wenn man jeden Tag Ertrinkende sieht? Babys, Frauen. Ach, ich weiß nicht. Ja, und weil es noch nicht vorbei ist. Sie sind jetzt einfach woanders. Nein, es ist nicht vorbei. Ja, das da drüben ist die Türkei. Wie weit ist die entfernt? 8 Kilometer. Und wie lange braucht man bis dahin? 20 Minuten.
Ein Haufen Schutt und Schicksal. ...20 Minuten Überfahrt mit dem Boot. Für einen Ausflug von Bodrum nach Kos zahlen die Urlauber 20 €. Flüchtlinge zahlen für dieselbe Strecke an ihren Schlepper bis zu 1.000 € pro Person. Und wissen noch nicht mal, ob sie ankommen. Es ist für alle dieselbe Entfernung, aber es sind nicht für alle dieselben Bedingungen. Der nächste Morgen. Noch vor einem Jahr musste ich am Frühstücksbuffet anstehen. Jetzt sind von 45 Zimmern nur 3 belegt. Früher war ich oft auf Bootsausflügen zusammen mit anderen Touristen. Barbecues, Sitaki-Tanzen und Sonnenuntergang. Kos in Blau und Weiß mit El Capitano. Bei vielen, die wie Jannis Bootsausflüge anbieten, melden sich die großen Reiseveranstalter nicht mehr. Buchen keine Trips. Polikala? Ah, very good, right? Very good. Yamas. Yamas. Καλό πολύ. Hui. No. Und wie läuft die Saison für dich bisher? Ich habe gesehen, dass der Strand leer ist und auch die ganzen Restaurants. Ich arbeite seit 30 Jahren hier als Kapitän. Und so habe ich das hier noch nie erlebt. Nein, den Ort hast du noch nie so gesehen? Nein. Ich habe 6 Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Dazu kommen noch meine Tochter, mein Schwiegersohn, meine Cousins. Also es sind noch 4 Leute aus der Familie bei mir beschäftigt. Ich arbeite die ganze Zeit auf dem Boot. Und die 6 Mitarbeiter, die ich habe, kann ich die nächsten 6 Monate nicht beschäftigen. Ich habe keine Bootstouren mit Touristen. Also haben deine Mitarbeiter nichts zu tun und du kannst sie auch nicht bezahlen? Ich habe die ganze Zeit Ausgaben, also Steuern und Versicherungen. Und die kosten mittlerweile das Doppelte. Und wie geht es dir damit? Die Saison hat schlecht angefangen. Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen aufwärts geht. Und wenn nicht? Ich habe das Problem so oder so. Das Problem habe ich jetzt schon. Du hast das Problem sowieso? Alle Leute hier. Nicht nur ich. Alle, die mit Touristen arbeiten, und hier arbeiten alle mit Touristen. Denken immer mehr Touristen bei Kos an eine Flüchtlingsinsel? Wieso sind Sie denn auf Kos im Urlaub? Wir wollten im Mai einen Kurzurlaub machen. Es sollte nicht sehr teuer sein. Wir haben ein günstiges Angebot bekommen und wollten uns mal Kos anschauen. Und warum gerade Kos? Ich meine, Kos hat ja schlechte Nachrichten gehabt letztes Jahr. Wir haben gedacht, ach, irgendwo wollen wir hin in den Süden. Und dann dachten wir, jetzt schauen wir mal. Und keine irgendwelche Ängste? Hatten Sie irgendwelche Ängste? Nee, wir haben das natürlich beobachtet, klar, im Fernsehen haben wir das schon beobachtet, aber gedacht, nee, also so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass das gleich Weltuntergang bedeutet. Wir haben auch noch keinen Flüchtling gesehen. Wir haben noch keinen gesehen. Würde Sie das stören? Man muss ja die Situation der Menschen sehen und da muss man einfach ein bisschen Verständnis dafür haben, finde ich. Und man kann dem ja auch aus dem Weg gehen. Es gibt genug Plätze hier auf der Insel, wo man auch, wenn man das nicht möchte, keine Flüchtlinge sieht. Will man das, will man es nicht, das muss jeder selber für sich entscheiden. Und das, aber wie gesagt, für mich wäre das auch nicht unbedingt ein Grund zu sagen oder zu verweigern, dass ich hier auf die Insel komme. Ich habe noch keinen Flüchtling gesehen. Das höre ich hier oft, wenn ich mit Leuten spreche. Es sei doch alles clean hier, also sauber. Merkwürdiges Wort, wenn es um Menschen geht. Entschuldigung, wären Sie auch hierher gekommen, wenn noch viele Flüchtlinge hier wären? Die Flüchtlinge interessieren mich nicht. Die sind nicht mein Problem. Ich bleibe hier, ich spreche mit den Leuten an der Bar, ich bleibe am Strand. Die Flüchtlinge sind da drüben. Ich bin hier.
Finden Sie denn, das passt zusammen, Flüchtlinge und Touristen gleichzeitig auf einer Insel? Das Problem ist ja, wir reisen nach 2 Wochen wieder ab, aber die Flüchtlinge bleiben hier. Für mich gibt es kein Problem. Ich steige ins Flugzeug und fliege nach Hause. Schluss. Was ich denke? Ein Skandal ist das. Im Prinzip dringen die einfach in ein anderes Land ein. Die sind nicht eingeladen. Wer hat die eingeladen? Sie meinen die Flüchtlinge? Ja, so einfach ist das. Die wurden nicht eingeladen, herzukommen. Die denken überhaupt nicht über die Konsequenzen nach, die sie hier verursachen. Und was sind Ihrer Meinung nach die Konsequenzen? Die Konsequenzen sind, dass hier überhaupt nichts los ist. Keine Leute da. Der Tourismus ist um 60% gesunken. Aber warum kann es nicht Flüchtlinge und Touristen gleichzeitig hier geben? Tja, und wie soll das gehen? Alle reden nur über die Flüchtlinge. Denkt ihr mal drüber nach, wie ich überleben soll? Wie ich meine Rechnung bezahlen soll? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Nicht nur du, ihr alle. Ja, deswegen sind wir hier. Wie geht's euch? Scheiße, verstehst du? Den Griechen geht es scheiße. Alle sind angepisst. Besonders hier auf Kos. Ihr Medien habt uns alle verarscht. Weißt du das? Ihr alle. Die Engländer, ihr, die Holländer. Ihr alle habt uns zerstört. Verstehst du das? In euren Ländern gibt es mehr Flüchtlinge als hier. In meinem Land ist es clean, sauber. Ich bin Grieche. Das älteste Land der Welt. Griechenland. Also sind Sie sauer? Ich bin nicht sauer, ich bin stinksauer. Ich möchte eure Kamera am liebsten ins Meer schmeißen. Ist es okay, wenn wir das im Fernsehen ausstrahlen? Mach, was du willst, Schätzchen. Nach 3 Tagen schwirren die unterschiedlichen Bilder von Kos in meinem Kopf. Blaues Wasser, lange Sandstrände, die Schwimmwesten der Flüchtlinge, leere Tische, wütende Griechen. Oh, deswegen dauert es so lange. Ja. Wie geht's? Alles gut? Gut, wie war der Flug? Ja, war gut. Ich glaube, ich nehme mal was. Oder soll ich lieber da hinten? Nee, das passt schon. Wir stehen da drüben. Wir können das auch sonst so nehmen. So. Am nächsten Morgen holen Jens und ich Flo vom Inselflughafen ab. Seit 13 Jahren kommt Flo jeden Sommer hierher, um bei Jens in der Surfschule zu arbeiten. Diesmal ist er hier, um Fotos für die Webseite der Surfschule zu machen. Schöne Bilder sollen es sein, damit mehr Urlauber kommen. Und eins lasse ich dann gleich hier. Das Waveboard. Warte mal, dein Koffer muss auch noch irgendwie. Können wir. Und wenn der jetzt. Schon letztes Jahr fing das an, ne? Weil das halt alles irgendwie ein bisschen zusammenkam. Zuerst war das mit der Krise. Und da waren die Leute halt ein bisschen verunsichert, ob sie da Geld aus dem Bankomaten kriegen und so Sachen. Ne? Und dann ging es halt weiter mit der Flüchtlingskrise. Und das war halt überall in den Medien. Ne? Und da wurde ja auch da wurde ja eigentlich erzählt, dass da gerade das irgendwie, das klang so, als wenn da die Leichen überall am Strand liegen. Ne? Leichen am Strand habe ich nicht gesehen. Und trotzdem ist für mich alles anders seit den letzten Tagen. Guck mal, Flo. So Hafenarbeiter haben die Überreste von den Booten rausgeholt. Die hatten die irgendwie alle zusammen so gefärscht in den Hafen und dann die letzten Reste geborgen. Und da habe ich erst mal live so eine Live-Weste, so eine Rettungsweste gesehen, die nicht wirklich eine Rettungsweste ist. Okay. Weißt du, die war dann auch noch nass, weil die aus dem Wasser geholt haben. Und fand ich schon sehr bewegend, muss ich sagen. Ja. Da habe ich das erste Mal so die Bilder, die im Fernsehen sind, auf einmal real. Hast du sowas gesehen? Die Schwimmwesten, ja, ich habe die halt gesehen, da was da am Strand rumgelegen ist, letztes Jahr. Auch hier? Auch hier, ja. Und, hat dich das nicht mitgenommen? Ja, die Schwimmwesten selber jetzt nicht so, weil, ja, eine Art schon, aber die Schwimmwesten selber waren jetzt, glaube ich, nicht so dass der Auslöser, sondern eher die Leute, die da daneben dann irgendwie in den Zelten da gehaust haben. Aber hier habe ich so wirklich so gedacht, jetzt so, ich sehe so eine Schwimmweste, so ein Überbleibsel von dem Problem. Ich spreche mit einem weinenden Mann, der diese Eindrücke nicht wirklich verarbeitet hat und kann und wahrscheinlich nie wird. Und dann sagen aber alle auf der anderen Seite, dort in Kosstadt, heute, es ist clean jetzt auf der Insel. Es ist clean. Und ich finde dieses Wort clean auch so schwierig. Es ist sauber,
Es sind ja keine Flüchtlinge mehr da. Doch, sie sind da, man sieht sie bloß nicht. Ja, man muss es halt auch so sehen. Ich meine, die Leute müssen ja auch, die Einheimischen müssen ja auch jetzt überleben irgendwie. Die haben jetzt viel geleistet, aber jetzt sehen die auch, oh, jetzt hat es einen Einbruch im Tourismus und keiner hilft denen. Von dem her, weißt du, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Was würdest du denn machen in der Situation? Es ist nicht einfach. Ja? Also, wenn es um die eigene Existenz geht. Ja, auch, klar. Ich frage mich halt, kann es nicht beides gehen, Flüchtlinge und Urlauber? Ja, das liegt ja gerade bei den Urlaubern. Deswegen sind ja keine da, weil diese Flüchtlingsproblematik da ist. Das ist ja gerade das Problem. Die Leute haben Angst. Vor was sie Angst haben, das weiß ich nicht. Die Angst. Niemand will sie sich anmerken lassen. Aber sie ist doch da. Die Angst der Urlauber, die Angst der Flüchtlinge, die Angst der Griechen vor dem Ruin. Aber nicht alle haben Angst. Auf Kos soll es ein paar Leute geben, die den Flüchtlingen helfen, die jetzt noch auf der Insel ankommen oder festsitzen. Kos Solidarity nennen sie sich. Ich finde sie in einem unscheinbaren Geschäft in einer Seitenstraße der Turi-Meile. Unter den Helfern sind auch Deutsche, wie Julia, Marita und Dieter. Und das macht ihr jeden Tag? Wir treffen uns meistens so ab 9 im Warehouse. Am Tag? Und dann bis zur Mittagszeit auf jeden Fall. Danke. Das ist halt gerade mal so unser Job, das wirklich dahin zu sortieren, wo es hingehört. Und wieso war euch das so wichtig? Du, wir haben zusammen 6 gesunde Kinder, 11 gesunde Enkelkinder. Da darf man mal irgendwo dankbar sein. Und es ist einfach das, was man zurückgeben kann vielleicht. Kleid. Darm. Es kommen noch Boote an, fast jede Nacht. Vorletzte Nacht kam keins. Aber vergangene Nacht kamen wieder 12 Männer hier an. 3 Nächte davor 13 Männer, eine schwangere Frau, dann 14. Davon hört man ja gar nichts mehr, ne? Nee, leider nicht. Die mit dem Boden ankommen nachts, die werden in der Nacht im Marinehof versteckt. Die Touristen gehen vorbei mit dem Eis in der Hand, sitzen nebendran mit dem Bier in der Hand und wissen gar nicht, dass da hinter der Ecke von Polizei geschützt 12, 14 Leute liegen erschöpft. Das weiß ja keiner. Bis vor kurzem waren um die 70 Männer im Gefängnis untergebracht. Wir waren da drin und die lagen eng auf eng. Dann kommt die drin. Die Toiletten direkt nebendran, die Türen offen, die Toiletten voll, weil der Ablauf nicht funktioniert hat, eingestankt da drin. Die haben viel zu wenig zu essen bekommen. Unglaublich. Die sind jetzt Gott sei Dank alle im Hotspot, wobei der Hotspot halt heißt, total abgeriegelt. Kommt keiner rein, kommt keiner raus. Offizielle Zahlen habe ich nicht bekommen. Die meisten Flüchtlinge, die sich jetzt noch nach Kos retten, werden vor der Küste aufgesammelt und in den Hotspot gebracht. Fern von den Blicken der Touristen. Hier werden die Flüchtlinge unsichtbar. Wie geht es den Menschen, die oftmals eine wochenlange oder monatelange Flucht hinter sich haben? Das Lager liegt irgendwo im Nichts. Da fährt kein Linienbus hin. Fast jeden Tag kommen hier neue Flüchtlinge an. Es heißt, zwischen 170 und 300 Menschen seien hier zurzeit untergebracht. Mit ihnen sprechen darf ich nicht. Nee, ist nicht. Also sie wollen nichts hören. Und es ist nicht erlaubt. Es ist einfach nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt. Aber es ist der Hotspot. Und man hört auch
Stimmen. Man hört auch Menschen im Hintergrund. Aber man sieht nichts. Die Flüchtlinge haben Ländergrenzen überwunden und hier werden ihnen neue Grenzen gesetzt. Was macht man, wenn Bilder von ängstlichen Menschen, von kaputten Schlauchbooten und zurückgelassenen Schwimmwesten einen Ort beherrschen? Man versucht, neue Bilder dagegen zu setzen, so wie Flo. So. Schön. Das ist schön. Da siehst du auch noch nach Kalymnos rüber. Flo macht für die Homepage der Surfschule heute Fotos von der schönen Seite der Insel, obwohl er auch die andere kennt. Natürlich fand ich das schon schlimm, dass das überhaupt so passieren muss, ne? Dass die jetzt da alle eigentlich in Zelten, ja, da schlafen müssen, ne? und irgendwie nicht wissen, was passiert und keiner weiß, wie man das jetzt lösen kann auf die Schnelle, ne? Und das war natürlich schon hart auch, ne? Aber ja, kannst ja nichts machen, ne? Meinst du denn, mit so schönen Bildern von schönen Landschaften kann man gegen Bilder von ertrinkenden Ankommen, ertrinkenden Flüchtlingen? Ich meine, man kann und ich glaube, man soll auch gar nicht so versuchen, dass jetzt da irgendwie mit so Bildern dagegen ankommen. Also ich meine, das passiert ja und das ist ja auch wichtig, dass man das weiß, dass das passiert und dass das gezeigt wird. Aber es ist halt nicht so, dass das an der Tagesordnung ist, sondern eigentlich ist das hier jetzt, das ist halt so jeden Tag, wie es aussieht. Und das sollte man halt nicht vergessen, dass das auch so ist, ne? Jeder hat sein Bild von einem Ort. Aber je mehr man sich umschaut, umso mehr Bilder kommen hinzu. Wie auf Kos. Ich komme wieder. Auch zum Surfen und Baden. Nicht nur, damit die Leute auf der Insel auch von meinem Urlaubsgeld wieder auf die Beine kommen. Und weil ich die Menschen hier mag. Ich komme auch wegen der Flüchtlinge wieder, zum Helfen. Denn deren Schicksal will ich auch bei 29 Grad im Schatten nicht ausblenden. Warum auch? Sie gehören jetzt dazu, zu Kos und zu dem Europa, in dem ich lebe.